Na klar, so ist es. Vielen Dank, Karin, und willkommen zurück zu den Tagesthemen, die natürlich, Karin sagte es eben schon, an diesem Abend auf die Landtagswahlen blicken. Und wir wollen in Thüringen beginnen, wo die AfD das erste Mal stärkste Partei in einem Bundesland wird. Spitzenkandidat Björn Höcke warnt bereits die anderen Parteien, wer stabile Verhältnisse im Land haben wolle, müsse die AfD integrieren. Auf die Art Stabilität, die Höcke meint, wollen alle anderen Parteien aber verzichten. Denn niemand möchte bislang mit der AfD regieren. Allerdings auch eine Kombination von CDU, dem erstmals im Landtag vertretenen Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD hat wohl keine Mehrheit. Vera de Well mit Thüringer Reaktion. Kreisklassenspiel in Dittersdorf in Ostthüringen. Neben Sieg und Niederlage dreht sich hier heute alles um die Landtagswahl. Nach der Partie wird die erste Hochrechnung diskutiert. Wo sind wir jetzt hier? Oh, das ist ja gut gewählt worden. Ja, warum? Ja, warum? Weil mal eine Veränderung her muss. Und was muss verändert werden? Ja, das werden wir sehen. Alle wünschen sich eine Veränderung, aber nicht diese, die hier gewählt wurden. Die AfD in Thüringen jubelt hinter verschlossenen Türen. Die Presse darf nicht auf die Wahlparty. Die Partei um Björn Höcke wird stärkste Kraft und erreicht ihr Ziel, mindestens 1/3 der Sitze im Landtag. Mit dieser Sperrminorität kann sie Richterwahlen und Änderungen der Verfassung blockieren. Zum ersten Mal ist die AfD in ihrer noch jungen Parteiengeschichte nach 11 Jahren stärkste parlamentarische Kraft geworden. Und das erfüllt mich mit ganz viel Stolz und Zufriedenheit. Jubel bei der CDU. Als zweitstärkste Kraft muss sie Koalitionspartner finden, wenn Mario Vogt Ministerpräsident werden soll. Wir haben gekämpft in den letzten Wochen und gemeinsam haben wir es geschafft. Die CDU ist zurück als die stärkste Kraft der politischen Mitte. Rot-Rot-Grün ist abgewählt. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt aus dem Stand auf Platz 3 und wird wahrscheinlich zur Regierungsbildung gebraucht. Enttäuschung bei der Linken. Sie verliert massiv. Trotz seiner hohen Beliebtheit ist Bodo Ramelow, der 10 Jahre Ministerpräsident war, abgewählt. Die SPD schwächelt, kommt aber in den Landtag. Anders als die Grünen, die an der 5%-Hürde scheitern, genauso wie die FDP. Zurück nach Dittersdorf in Ostthüringen. Dort gewinnt die heimische Mannschaft mit 5:2. Wer beim Spiel um die Regierungsbildung als Sieger vom Platz geht, ist dagegen noch völlig offen. Damit rüber zu Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio. Jörg, wie sieht denn die aktuelle Hochrechnung aus? Wie nah sind wir dran an einem Endergebnis? Einer von knapp 3000 Stimmbezirken ist noch nicht ausgezählt, der Rest ist hier drin. Also man kann sagen, im Grunde ist es das vorläufige Ergebnis. Die Linke mehr als halbiert auf 13,1. Bei der AfD wird eine 32,8 am Ende stehen. Die CDU steigt auf 23,6. Für die SPD bitter 6,1, schlechtestes Ergebnis der bundesdeutschen Wahlgeschichte. Grüne 3,2, FDP 1,1, beide nicht mehr drin. Die hier haben zusammen, die 3 Ampelparteien, gut 10%. Das ist 1/3 des Ergebnisses der AfD. Oder anders ausgedrückt, BSW erreicht alleine 1,5 Mal so viel wie die Regierungskoalition. Dieses Koalieren, was nun ansteht, wird wie ein Puzzlespiel sein, wo man gucken muss, was zusammenpasst und was ein Bild ergibt. Denn das meiste, was man sich irgendwie vorstellen kann, funktioniert nicht. CDU, SPD und BSW haben nicht die ausreichende Mehrheit. Deshalb wird dieses hier wohl das Ziel sein, CDU, BSW und Linke, die miteinander immerhin eine Regierungsmehrheit haben, auch wenn das aus Unionssicht noch vor einiger Zeit eine wirklich unmögliche Koalition gewesen wäre. Einer der großen Gewinner in Thüringen ist das BSW, haben wir gerade gesehen, aus dem Stand zweistellig. Womit ist das zu erklären? Ja, das ist mit dem politischen Niedergang der Linken zuallererst zu erklären. Ich zeige mal die Wählerwanderung für die Partei in Thüringen. Und dann sieht man auf den ersten Blick, das ist der größte Zustrom von der Linken, fast 100.000 Stimmen. Man muss sich überlegen, die Linke kommt von rund 30% und wahrscheinlich läutet ihr jetzt das politische Todesglöcklein. Nichtwähler sind aktiviert worden, sehr hohe Wahlbeteiligung und dann kommt von überall was, CDU, SPD, AfD. Thematisch von den Motiven her ist das ehrlich gesagt ein Mosaik. Das gibt kein richtig harmonisches Bild, warum die Leute BSW gewählt haben.
eine gar nicht so große Rolle spielt dieses Thema Krieg und Waffenlieferungen. Insgesamt war das nur für 5% der Wähler entscheidend. Bei der BSW immerhin 17%, aber das ist ein Sechstel. Dafür gibt es sehr viele unterschiedliche andere Motive. Wir haben es gerade schon in der Wählerwanderung gezeigt. Ich wähle die, weil ich von der Linken enttäuscht bin. Das ist eine relativ große Zahl. Ohne Sarah Wagenknecht würde ich die nicht wählen, 60%. Und wenn es das BSW nicht gäbe, wäre ich bei der AfD. Auch das ist immerhin ein Viertel der Wählerschaft. Also man sieht, das ist so ein Amalgam. Aber diese Frau hier spielt schon eine entscheidende Rolle. Und wenn man die Thüringer nach den führenden Köpfen der Bundespolitik fragt, dann bekommt sie die besten Noten. Immerhin 46% Zustimmung vor Merz, vor Kuppala, vor Scholz, vor Habeck. Sarah Wagenknecht, das ist heute sicherlich ihr großer Triumph. Sie hat jetzt den Schlüssel für die Regierungsbildung in 2 Bundesländern in der Hand. Jörg Schönborn aus dem ARD-Wahlstudio in Dresden.